Hallo, ich bin Mario. Ich übe mit euch die deutsche Aussprache. Heute sprechen wir über die Umlaute. Viel Spaß! Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen, lass uns was unternehmen. Ö und Ü sind besondere Vokale. Man nennt sie auch Umlaute. Wie alle Vokale können sie lang oder kurz sein. Schaut euch hierzu das Tutorial über die Vokale an. Hört zu. Käse, kämmen. Schön, können. Hüte, wünschen. Sprecht mit. Käse, kämmen. Schön, können. Hüte, wünschen. Wunderbar. Das haben wir schon in dem Tutorial mit den E-Lauten besprochen. Ö und Ü sind manchmal nicht so leicht auszusprechen. Sie werden vorne im Mund gebildet. Hier ein kleiner Tipp von mir. Sprecht erst ein langes E und rundet dann eure Lippen. Das funktioniert auch beim Ü. Sprecht ein langes I und rundet dann eure Lippen. I. Das war doch gar nicht so schwer. Sprecht mir nach. Pepe hat eine schöne Flöte. Pepe hat eine schöne Flöte. Die Mutter hat 2 Söhne und 3 Töchter. Die Mutter hat 2 Söhne und 3 Töchter. Das ist ja die Hölle. Das ist ja die Hölle. Sprecht mir nach. Der Baum ist grün. Der Baum ist grün. Katja hat 2 Brüder. Katja hat 2 Brüder. Der neue Füller schreibt gut. Der neue Füller schreibt gut. Das habt ihr toll gemacht. Mit Musik geht alles leichter. Hört zu und singt mit. Kleiner Junge Pepe wünscht sich ne Trompete. Keine blöde, schlechte, sondern ne richtig echte. Hier hatten wir folgende Umlaute. Er wünscht sich eine Trompete. Keine blöde Plastiktröte oder Flöte, sondern eine schöne Trompete. Übrigens, noch ein Tipp von mir. Ö und Ü finden wir oft in grammatischen Formen, zum Beispiel im Plural der Substantive. Der Vater, die Väter, der Mann, die Männer, der Ton, die Töne, der Kopf, die Köpfe, der Bruder, die Brüder, die Mutter und die Mütter, der Wunsch, die Wünsche. Wir finden den Umlaut auch im Komparativ und Superlativ von Adjektiven. Paul ist alt, aber Klaus ist älter. Peter ist am ältesten. Das Haus ist hoch, dieses ist höher, das Hochhaus ist am höchsten. Die Haare sind kurz, meine Haare sind kürzer, Claudias Haare sind am kürzesten. Hier sind noch ein paar Sätze mit Umlaut. Sprecht mit. Hört die schöne Musik. Hört die schöne Musik. Viele Grüße an Frau Müller.
Viele Grüße an Frau Müller. Der Musiker übt immer öfter. Der Musiker übt immer öfter. Der Junge küsst das hübsche Mädchen. Der Junge küsst das hübsche Mädchen. Alles ist leichter mit Musik. Hört zu und singt mit. Kleiner Junge Pepe spielt auf der Trompete lauter wunderschöne, schöne schiefe Töne. Und sogar der Opa hüpft jetzt aus dem Sofa und alle rufen Baila, Baila la Cumbia. Hier hatten wir auch ein paar Umlaute. Pepe spielt wunderschöne, schiefe Töne. Und der Opa hüpft aus dem Sofa. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Ja, das war schön und tschüss, auf Wiedersehen. Seht ihr? Das war doch einfach, oder?